Hallo zurück und herzlich willkommen bei Frasyl, unserem Overlanding-Kanal. Ich bin der Frank und heute geht mal alles um das Thema Schnorchel. Wir haben uns einen Schnorchel gekauft von der Firma Bravo und an unseren Sprinter montiert. Wenn ihr auch überlegt, euch einen Schnorchel zu kaufen, dann bleibt unbedingt dran. Wir zeigen euch zum einen, wie wir Schritt für Schritt das Ganze montiert haben einige Tricks auf Lager, die wir euch gerne zeigen, wie wir es ein bisschen optimiert haben. Und wir haben noch einige Sachen, die wir euch mit auf den Weg geben wollen bei der Anwendung eines Schnorchels. Wir haben mal die Teile, die im Lieferumfang sind, einfach hier auf den Rasen gelegt, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Und zwar in der Reihenfolge, wie es montiert wird. Hier vorne fangen wir an. Das wird direkt am Original-Luftfilter von Mercedes installiert. Dann gibt es eine Verrohrung innerhalb des Motorraums. Hier ist die Durchführung durch den Kotflügel. Das ist der eigentliche Schnorchel, den man draußen sieht. Der wird an der A-Säule hochgeführt und oben ist der Lufteinlass, der neue dann, wo die Luft eingezogen wird. Wir haben uns zusätzlich noch einen Zyklonfilter gekauft. Den haben wir, wenn wir nach Afrika fahren oder in die Wüste oder irgendwo, wo viel Sand und Staub ist. Und vor allen Dingen bei Kolonnenfahrten, um das ein bisschen vorab rauszufiltern. Im Normalbetrieb werden wir immer den Original Bravo-Einlass oben verwenden, weil so ein Zyklon immer die Luftmenge reduziert und das Ganze eventuell auf lange Sicht auch Probleme am Motor geben kann. Die Montage des Schnorchels ist nicht ganz so einfach. Man sollte auf jeden Fall Erfahrung mitbringen oder es von einer Fachwerkstatt machen lassen. Warum, zeige ich euch jetzt. Das wird jedem relativ schnell klar. Zum einen kommt noch dazu, dass von Bravo Schnorchel, oder die nennen sich ja selber Snorkel, keine ausführliche Anleitung dabei ist, sondern nur ein Schema und ein kleines kurzes Video im Internet. Es ist selbsterklärend, aber ihr werdet jetzt sehen, man muss schon ein bisschen technisch versiert sein. Es gibt für alles Schablonen. Die legt man eigentlich relativ idiotensicher drauf. Hier oben die obere Kante, der Blinker ist ausgespart. Und hier diese Kante ist ausgespart. Also man kann wunderbar anlegen und sieht hier schon die ovale Öffnung, die man schaffen muss, um den Schnorchel durch den Kotflügel zu montieren. Hier ist sogar noch ein kleines Bohrloch für die Schraube. Beim Sprinter ist der Kotflügel allerdings doppelt. Wir haben hier also ein Außenblech und ein Innenblech. Das heißt, man muss das Ganze auch zweimal sägen. Ja, einmal hier. Und für die Innenseite gibt es eine separate Schablone. Und das schauen wir uns jetzt mal von innen an. So, für den Innenbereich gibt es genau das Gegenstück der Schablone. Das Ganze kommt dann hier hin. Das ergibt sich aber, sobald man auch die Bohrung gemacht hat. Diese Innenverkleidung muss man abnehmen und dann wird in der Theorie der Schnorchel hier angeflanscht und mit seinen Elementen hier rübergeführt zum Original-Luftfilter von Mercedes. Dieses Teil hier vorne muss man öffnen und aussägen. Und dann kommt der Flansch von Bravo hier vorne drauf und ersetzt dann quasi die alte Luftansaugung, die hier runterging. Das heißt, die Luft wird direkt vom Schnorchel in den Luftfilter geführt. Auch hierfür gibt es eine Schablone, dass man das Ganze passgenau machen kann. Die Teile zeige ich euch gleich nochmal kurz auf der Wiese, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Und dann legen wir mal los und nehmen euch mit. Das ist der Flansch, der an den Luftfilter von Mercedes kommt. Und hier wird dann der Schnorchel rausgehen, aber das ist ja selbsterklärend. Das ist die sensationelle Anleitung. Man hat hier eigentlich einmal nur eine Stückliste, was alles im Lieferumfang dabei ist. Und dann ein Explosionsschaltbild mit den einzelnen Komponenten und den einzelnen Arbeitsschritten. Wir haben den Bereich, an dem wir gleich arbeiten, sehr sorgfältig mit Klebeband abgeklebt, um Kratzer oder sonstiges zu vermeiden. Die Schablone haben wir fixiert und den Bereich, den wir gleich bohren müssen, schon markiert. Das ist hier ein Bohrloch, dort ein zweites Bohrloch, wo nachher der Schnorchel mit befestigt wird. Und der Bereich, den wir nachher ausschneiden mit der Stichsäge, haben wir auch entsprechend markiert. Die Schablone nehme ich jetzt gleich wieder ab und dann würden wir mit den Arbeiten beginnen.
Vorgebohrt haben wir es. Und Silvia war schon fleißig. Sie hat im Motorraum den Mercedes-Luftfilter ausgebaut. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal anschaut, auf einmal ist das Ganze ziemlich leer hier vorne. Und jetzt zeigen wir euch noch mal ganz kurz, wie das Ganze nachher kommt mit der Ansaugung. Es wird eigentlich einfach nur drauf gesteckt. Und dann passt das Ganze. Die Schablone war schon angebracht. Ich weiß nicht, ob man es richtig gesehen hat. Das zeichnen wir jetzt gleich so an. Und dann wird das Ganze entsprechend ausgesägt. So, wir haben hier nochmal ein zweites Loch gebohrt, weil hier oben dahinter war ein Blech. Da waren wir uns nicht sicher, ob das mit weg muss. Aber da hier unten kein Blech ist, hier ist kein Blech und da kein Blech, werden wir jetzt gleich hier das einmal komplett aussägen und schauen, dass die Stichsäge nicht zu tief eintaucht, um eventuell dahinter nicht zu beschädigen. Das äußere Loch ist drin. Es ging erheblich besser, als wir gedacht haben. Die Problematik, die wir zwischendurch festgestellt hatten, war, ich hoffe, das kann man jetzt hier so sehen, dass dahinter direkt hier oben noch ein zweites Blech ist und wir uns nicht genau vorstellen konnten, wie man das durchtrennt und ob das so richtig ist. Aber es ist richtig, es muss durchtrennt werden und war absolut unproblematisch. Die Stichsäge hat einfach beides getrennt, weil es direkt dahinter ist. Und nach hinten selbst, also hier, ist weit genug der Abstand für die Stichsäge. Noch kurz ein paar Tipps. Absolut weiträumig umkleben, weil man sonst mit der Stichsäge Kratzer um Lack macht. Das zweite ist, auch hier unten die Kanten, diese hier, abkleben, dass da nicht diese kleinen Späne hinterfallen, weil die würden sofort rosten. Und wie ihr seht, habe ich auch den Blinker abgenommen, weil dadurch hat man den Vorteil, dass man mit der Stichsäge hier viel besser agieren kann und auch der Blinker einfach nicht verkratzt werden kann. Das Ganze ist unproblematisch, das Kabel ist sehr, sehr lang und man kann es sogar rausziehen und nach unten hängen. Und der Blinker ist nur mit 2 Schrauben festgemacht. Dadurch hat man einen weiteren Vorteil, das haben wir auch erst hinterher festgestellt, weil das Kabel liegt direkt hinter dem Bohrloch. So kann man gewährleisten, dass man auf keinen Fall da reinbohrt oder reinsägt. Das ist jetzt der obere Teil vom Luftfilter. Wir haben hier vorne das nach der Schablone ausgesägt. Es geht hier über diese Lamellen nach innen, deswegen kann man nicht so gut reingucken. Diesen Bereich ausgesägt und dort kommt dann dieser Stutzen mit drauf. Und dann ist das Ganze dicht. Der ist aus Gummi und man lernt nie aus, was es gibt. Es gibt Nieten, die sind hinten geschlossen, also gasdichte Nieten. Das heißt, es wird auch keine Fremdluft gezogen. Das Ganze wird noch nachher abgedichtet, aber allein durch die Nieten sind wir da schon wieder ein bisschen sicherer auf der Seite. Wir werden das jetzt vernieten und dann direkt wieder einbauen. Der Anschluss zum Luftfilterkasten ist montiert. Die 11 Nieten sind drin. Und das Ganze haben wir richtig dick mit Sikaflex abgedichtet. Und hier vorne auf der ehemaligen Ansaugung ist dieses Blindteil draufgekommen, dass keine Fehlluft angesaugt wird. Jetzt können wir den Luftfilter so wieder einbauen und anschließend kann der Schnorchel montiert werden. Damit das Sägen von innen schadlos am Motor vorübergeht und an allen Komponenten, haben wir alles dick eingepackt und abgedichtet. Und unterhalb des Sägebereichs einen Müllsack hochkant eingeklebt, dass alle Späne möglichst da noch reinfallen. Das war sehr, sehr wenig nachher nur dort von den Spänen im Motorraum vorfinden. Den Bereich, wo jetzt gesägt wird, ist bereits markiert. Das sieht ein bisschen abenteuerlich aus, liegt aber daran, weil da drunter so Sicken sind. Es war nicht ganz so einfach, das zu montieren. Das werden wir jetzt mal sägen und dann hoffentlich genau parallel mit außen auskommen.
Beide Löcher sind fertig. Wir haben die Sägekanten mit Rostschutzfarbe gestrichen, um Rost halt vorzubeugen, weil es ja blankes Metall sonst gewesen wäre. Und ich glaube, das kann sich sehen lassen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ich zeige das Ganze nochmal von innen. Innen das gleiche. Da haben wir auch dick die Rostschutzfarbe drauf gemacht. Da kann man eigentlich jetzt vom Motorraum rausgucken. Die Stelle, wo jetzt der Luftfilter hinkommt, ist eine große Lücke. Die schließen wir jetzt gleich. Hier seht ihr den Ansaugstutzen vom Motor, wo gleich der Luftfilter auch dran kommt. Der Luftfilterbehälter ist wieder montiert. Hier ist der ehemalige Ansaugstutzen, der ist ja blind durch die Abdeckkappe. Und hier läuft schon die Verrohrung für den Schnorchel. Wir haben das hier noch nicht richtig fest, weil wir erst das Stück von der Außenseite einführen müssen. Hier haben wir jetzt bereits die Schraubnieten reingemacht, beide. Da wird gleich der Schnorchel mit befestigt. Und hier oben haben wir die Löcher gebohrt, wo der Schnorchel ebenfalls befestigt wird, beziehungsweise die Platte, so eine Montageplatte, an der dann der Schnorchel montiert wird. Das haben wir schon mit Rostschutz behandelt. Das trocknet gerade. Sobald das trocken ist, können wir die Platte montieren und dann den Schnorchel entmontieren. Der Schnorchel ist fertig montiert und hier kann man sehr gut die 3 Nieten sehen, mit der die Montageplatte des oberen Teils des Schnorchels an der A-Säule festgemacht wurde. Und auf der Rückseite sieht man die 2 Schrauben, mit der der Schnorchel selbst an der Montageplatte befestigt wurde. Im unteren Teil haben wir die beiden Schrauben, die in die von uns gebohrten Löcher greifen. Dort haben wir die Nietmuttern installiert und dadurch ist das Ganze wirklich super fest montiert, liegt absolut bündig an. Und aufgrund der schönen Formgestaltung des Schnorchels passt er sich auch optimal dem Design des Mercedes an. Auch im Innenraum ist alles fertig. Wir haben wieder alles zurückgebaut. Das heißt, die Verkleidungen sind angebracht und der Schnorchel ist fest montiert. Im Innenbereich gibt es noch den Winkel, der zusätzlich montiert wird und den Schnorchel hält. Und die Verbindungsschellen greifen hier ja auf diese Verbindungsmuffe aus Gummi und ist dadurch absolut dicht. Der Bereich zur Ansaugung hatten wir ja schon vorhin gezeigt. Warum haben wir einen Schnorchel installiert? Zum einen ist es die Höherlegung der Warttiefe. Der Mercedes Sprinter in der 4x4-Version saugt circa in dieser Höhe im Originalzustand die Ansaugluft für den Motor an. Diese haben wir hochgelegt, bis hierhin. Jetzt haben wir natürlich nicht vor, in dieser Höhe durch Wasser zu fahren, was technisch ja auch gar nicht möglich ist. Aber bei Wasserdurchfahrten kann mal eine Bugwelle entstehen oder Spritzwasser im Motorraum reinschlagen, was wiederum auch in den Ansaugbereich geraten kann. Das haben wir hier oben mit der Ansaugung vermieden oder vermeiden wir in Zukunft. Man darf sich nicht täuschen lassen. Es geht nicht darum, wie tief der Wagen ins Wasser geht, sondern bis wohin Wasser kommt. Und wenn man Offroad fährt und durch sämigen Schlamm, der spritzt überall hin, der spritzt einem auch bis aufs Dach. Dann kommt dazu, dass der höher gelegte Ansaugbereich erheblich kühlere Luft gerade im Offroad-Betrieb ansaugt. Im Offroad-Betrieb ist man ja sehr, sehr langsam unterwegs. Da heizt sich der Motor extrem auf und eine Ansaugung, die hier vorne liegt, saugt deutlich wärmere Luft an als eine höher gelegte. Jetzt kommen wir zu dem Grund, warum wir uns den Schnorchel gekauft haben. Durch die Höherlegung des Ansaugbereichs und der Möglichkeit, den Ansaugstutzen nach hinten zu drehen, saugen wir im Offroad-Betrieb gerade bei Kolonnenfahrten und in Sandgebieten erheblich saubere Luft ein. Die Wahrscheinlichkeit, hier massiv Dreck einzusaugen, ist erheblich geringer, als wenn es hier vorne direkt im Motorbereich wäre. Zudem gibt es die Möglichkeit, einen Zyklon nachzurüsten. Das zeigen wir euch in einem weiteren Video, auch mit allen
Vor- und Nachteilen bei einem Zyklonbetrieb. Kommen wir noch zum Thema Optik. Ein Schnorchel wertet natürlich das Fahrzeug sehr, sehr auf und gibt ihm noch einen viel, viel höheren Offroad-Touch. Ein Schnorchel gehört zu Offroad-Fahrzeugen einfach dazu. Bei Autobahnfahrten oder schnellen Landstraßenfahrten hat die nach vorne zeigende Öffnung auf jeden Fall den Vorteil, dass ein erheblich höherer Ansaugdruck entsteht, was die Motorleistung unterstützen kann. Unser Fazit. Wir sind froh, dass wir den Bravo-Schnorchel installiert haben. Die Installation war reibungslos, alle Teile passten und das ganze System, wie Bravo sich das ausgedacht hat, wie es installiert wird, ist absolut stimmig und optimal an den Sprinter angepasst. Es gibt allerdings die Anmerkung, dass das Aussägen des äußeren Lochs mit einer Stichsäge sicherlich die eine oder andere Erfahrung benötigt. Man sägt immerhin an seinem Kotflügel. Das gleiche gilt für die beiden Bohrlöcher, die man tätigen muss. Problematisch ist es auf jeden Fall die Bohrung bzw. die Sägung im Innenbereich. Wir müssen von innen den zweiten Kotflügel durchsägen, was mit der Stichsäge nicht möglich ist. Wir hatten es versucht, wir haben es nicht geschafft. Wir mussten dazu extra unseren Fein nehmen. Mit dem Fein konnten wir die Sägung durchführen, was allerdings nicht ganz so optimal ging, wie wir es uns vorgestellt haben, weil auch der immer wieder Probleme hatte mit dem Platz. Für die beiden Lochausschneidungen würde ich auf jeden Fall empfehlen, jemand mit dazu zu holen, der Erfahrung hat, der sowas schon mal gemacht hat und vor allem noch das nötige Werkzeug hat. Das Ausschneiden am Luftfilter, das ist Kunststoff, das war nicht ganz so problematisch. Da haben wir aus Bequemlichkeit auch den Fein genommen, weil es einfach einfacher war und konnten so einen sauberen Schnitt gewährleisten. Was wir anders gemacht haben, ist, die beiden Hülsen, die hier reingesetzt werden, die Nietmuttern, haben wir ausgetauscht. Die Firma Bravo hat alle Teile in Edelstahl, in Alu oder Kunststoff geliefert, was sehr, sehr hochwertig war. Also alle Teile, der Schnorchel selbst und auch das Zubehör ist sehr, sehr hochwertig. Diese beiden Teile wurde allerdings dran gespart, die waren aus Blech. Zumindest waren sie magnetisch, das heißt, es können nicht Edelstahl oder Alu sein. Die haben wir ausgetauscht gegen Edelstahl-Nietmuttern, um einfach langfristig Ruhe vor Rost zu haben, weil der Kotflügel, wie schon jetzt mehrfach erwähnt, doppelwandig ist und nach unten offen. Das heißt, Spritzwasser kann jederzeit reinkommen in den Kotflügel und könnte dort zu Rost führen. Jetzt sind wir gespannt auf eure Meinung. Schreibt sie gerne in die Kommentare und wir beantworten auch gerne alle eure Fragen. Vielen Dank fürs Ansehen. Das Abonnieren des Videos bitte nicht vergessen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Technikvideo oder auf der Piste.